Mein Name ist Christoph Krombach. Ich bin Inhaber der Firma CK Modellcars. Seit 20 Jahren verkaufen wir nun Modellautos über unseren Online-Shop. Meine Leidenschaft für Modellautos kommt daher, dass ich als kleiner Junge bereits mit Modellautos gespielt habe. Und über die Zeit ist dann das Interesse am Motorsport gekommen. Es begann in den 90er Jahren mit Michael Schumacher. Und darauf beruht das Ganze, diese Faszination, und habe das Ganze dann sukzessive, Step by Step ausgebaut und mit 19 Jahren dann begonnen, auch die Modellautos übers Internet zu verkaufen. Wir haben damals ausschließlich über eBay gehandelt. Es begann damit, dass ich Artikel gekauft habe, die falsch eingestellt waren in eBay, die dann wiederum verkauft hatte. Dann hat sich das über die Jahre quasi entwickelt und professionalisiert. Wir haben jetzt nicht aus einer Garage heraus verkauft, sondern ich hatte den Abstellraum meiner Eltern. Unser erster Versandarbeitsplatz war die Tiefkühltruhe meiner Mutter. Wir haben da auf knapp 25 Quadratmeter agiert. Einmal die Woche gab es Versand mit gebrauchten Schuhkartons, die noch eingesammelt worden sind beim Sporthaus hier um die Ecke, oder die Familie hat Zeitungspapier gesammelt, damit wir die Sachen verpacken konnten. Und heutzutage lassen wir auch Kartonagen drucken mit unserem Firmenlogo entsprechend drauf. Und dann kam als einer der großen Bausteine bei uns, dass wir einen Online-Shop gemacht haben, einen professionellen Online-Shop, der bis heute in der Grundbasis immer noch der gleiche ist wie vor 12 Jahren. Die Grundstruktur, viele Grundelemente sind immer noch so, wie wir es damals gemacht haben, und daran sieht man, dass wir vor 12 Jahren unserer Zeit doch voraus waren und da den entsprechenden Benchmark in unserer Branche gesetzt haben. Und dann, als das erste Außenlager zu groß wurde, sind wir in die Berliner Straße in Aslar gegangen. Da hatten wir eine Halle mit roundabout 400 Quadratmetern. Das war der erste große Schritt, wo wir dann Ware professioneller einlagern konnten. Wir haben auch relativ schnell gemerkt, dass das leider vom Platz her nicht ausreicht. Ja, so hat sich dann durch einen glücklichen Zufall ergeben, dass wir ins nächste Lager gegangen sind, in die Ringstraße. Dort hatten wir zunächst 2 Ebenen, auf denen wir agiert haben. Eine Kellerebene, in der Palettenlager war, und eine Versand- und Kommissionierebene mit Bürohaus. Und darüber war ein Fitnessstudio, was dann die Tore schließen musste, und dann haben wir diese Ebene noch mit dazu genommen. Und so hatten wir dann ein relativ großes Gebäude mit sehr viel Lagerfläche, haben aber auch gemerkt, dass das über die Jahre hinweg zu klein geworden ist, weil wir uns stetig weiterentwickelt haben, weil wir stetig das Sortiment erweitert haben, und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir eine eigene Halle bauen möchten, und haben hier in Wehrdorf ein großes Grundstück erwerben können und haben vor 4 Jahren mit dem Hallenbau begonnen und haben dann eine Halle nach unseren eigenen Vorstellungen gebaut, wie man es benötigt, um eine gute Arbeit hier zu vollziehen für die Kunden, und hatten dann hier die Möglichkeit, uns entsprechend zu entwickeln, weil wir den nötigen Platz hier haben, und werden das auch in der nächsten Zeit noch tun. Kürzlich haben wir eine Factory-Tour gemacht, zusammen mit Jean-François Perez und Timo Bernhard. Das zeigt auch, dass man nicht nur einfach ein Businessverhältnis hat zum Lieferanten oder zum Produzenten, sondern dass man auch gemeinsame Interessen hat und dass wir alle die gemeinsame Leidenschaft rund um Autos, Rennautos, Racing teilen. Das ist toll, das sind schöne Momente, die man da miteinander erlebt und wo man wirklich auch tolle Gespräche führt rund um diese Themen und wo auch man gemeinsam die eine oder andere Idee für neue Projekte auch dann miteinander entwickelt. Und das sind besondere und schöne Momente, die wir da zusammen erleben. Ja, ich bin Timo Bernhard, Porsche Markenbotschafter und Teambesitzer von Team 75 Motorsport und auch Teamchef, und Motorsport ist meine Leidenschaft. Ja, die Begeisterung für den Motorsport kam ganz klar durch meinen Vater, der auch aus Hobbyrennen fuhr, habe da viel mitbekommen, auch Nordschleife, Bergrennen, Rallyes, Rundstrecke. Ja, dann kam die Idee bei mir auf und die Leidenschaft, selber Rennfahrer werden zu wollen. Ja, ich habe im Kartsport begonnen, über regionale Meisterschaften, deutsche Meisterschaften gewonnen, international auch den einen oder anderen guten Erfolg gehabt. Dann in die Formel Ford als Vater-Sohn gespannt, dann Porsche Junior und dann über den Sieg im Carrera Cup damals zum Werksfahrer geworden. Ja, und dann fast 20 Jahre Porsche Werksfahrer. Christoph habe ich kennengelernt bei einem Event von der Porsche Driving Experience, und dann darüber hinaus ist dann auch eine Partnerschaft zum Team entstanden, bis hin, dass er jetzt selber auch bei uns im Team fährt, im Porsche Sports Cup, und
auch so die Chemie stimmt, auch so eine gleiche Wellenlänge, eine gleiche Leidenschaft und das macht es dann natürlich einfach, da ist eine Sympathie da und er ist natürlich der absolute Experte, was Modellautos angeht und klar, da habe ich auch sehr viel noch gelernt, das Know-how noch ausbauen können und habe da zum Teil auch ein bisschen anderen Blick drauf, das ist schon, finde ich, eine unheimlich tolle Kultur, was auch die Fans so dran teilhaben lässt, an ihren Idolen, an ihren Lieblingsfahrzeugen, Lieblingsfahrern, Rennserien. Also ich glaube, das ist was, so, wo man wirklich auch sieht, was so eine Begeisterung zum Ausdruck bringt. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, mit XO haben wir jetzt auch schon eine längere Partnerschaft und den Jean-François zu treffen war toll. Ich meine, da sieht man auch, er hat ein unheimliches Motorsportwissen, auch eine Begeisterung dafür, er schaut die Rennen, er freut sich, wenn sein Logo auf dem Auto ist und genau das macht es einfach auch aus und da sieht man, der Menschel ist extrem, einfach diese Nähe und man merkt dann auch, er hat auch diese Wertschätzung für das Programm und für das, was wir als Team leisten und er ist auch stolz, da ein Teil davon zu sein und dann sind ganz viele Punkte und ganz viele Sachen, die da mit reinspielen, dass wir da eine tolle Partnerschaft aufbauen können. So, my name is Jean-François Perez and I'm responsible for XO brand. And we are model car manufacturers. So I born in France and then I grew up in Portugal and then due to our business we had to move to China, so I live in Macau for 25 years already. So I born with cars. Since I was kid I saw my father building cars and when you see a little car on the production line and it's racing with stickers, with numbers, then you start to feel passion with motorsport and this pushes to like motorsport. So we had this opportunity with Christoph to enter in this motorsport cooperation and with the Team 75 and we were not very strong on modern GT cars and this partnership with Christoph make us increase a bit our image in the market for these modern GT cars. So I think it was very successful. I think this kind of personal relations and meeting persons and of course the business is important. But more than the business is to create relation. And I think with this partnership, I think we could meet nice people. So it was very special to meet Timo and to see these facilities as a motorsport lover. And to see how with the family business they can grow up so much and achieve what they achieve today. It's really impressive. I'm very impressed, really. I can compare it a little bit with our company because we are also a family company. We share the same passion and I think we grow on the same level that Team 75 grew. As Thomas Preining heads towards the checkered flag and wins, it's the first ever DTM race win for Porsche. 911 GT3R in der DTM-Spezifikation, Team 75. Mein eigenes Team. Ganz viel Herzblut und ganz viel Stolz, weil es der erste DTM-Gesamtsieger aus dem Hause Porsche. In 2022 waren wir als Team 75 einer von 2 Teams, die dann die ganze Saison in Angriff genommen haben. Und wir durften am 2. Juli 2022 eben diesen historischen Sieg fahren. Fahrer war Thomas Preining. Und einfach ein genialer Moment, im gesamten Team das zu feiern. Und bin ich sehr stolz drauf. Ja, im Qualifying war es schon sehr gut. Wir waren schnellster in unserer Gruppe, waren dann auf P2 im kombinierten Qualifying, sind am Start los und der Tommy war dann im Start erst vorne, hat dann in der ersten Kurve dann wieder die Führung verloren, hat dann im Laufe des Rennens dann bei dem Restart René Rast überholt, den dreifachen DTM-Sieger, was auch kein leichtes Unterfangen war. Und hat dann von dem Moment an das Rennen geführt. Es gab sehr viele Restarts und jedes Mal ist der Restart auch potenziell wieder eine Gefahr. Das heißt, jedes Mal war das für uns wieder extra Blutdruck und extra Spannung, die man nicht braucht, wenn man einfach da in dieser Materie so tief drin steckt, weil man einfach weiß, was schief gehen kann. Aber haben dann eigentlich nach dem letzten Restart dann einen kleinen Vorsprung rausfahren können. Ja, da konnten wir das Rennen heimfahren und war natürlich ein wahnsinniger Moment, an den ich mich sehr gern zurückerinnere. Ja. They had the first Porsche victory on DTM with our logos on the car. Possibly the car will go to Porsche Museum and it will be forever. One time, maybe in 20 years, I can go with my kid to Porsche Museum and tell him, look, this car we sponsored at that time, long time ago. It's a passion. It's my job.
Ja, wir sind heute in der Museumswerkstatt des Porsche Museums in Stuttgart-Zuffenhausen und im Hintergrund steht das erste DTM Porsche Siegerauto vom Nürburgring von letztem Jahr, eingefahren von unserem Team 75 Motorsport und heute an Porsche übergeben und wird heute eingebracht ins Porsche Museum. This it's a very important mark in the history for Porsche and also for the drivers, for the team and for the sponsors, that is my case. Like we say, the car will stay forever. For the sponsors, it is a very big and important mark because it will stay forever. Das Porsche Museum ist ein besonderer Platz. Hier findet man alle Fahrzeuge der Porsche-Kollektion. Es ist immer eine wechselnde Ausstellung, immer spannende Fahrzeuge auch zu sehen, Rennhistorie. Und wenn man, so wie wir, in dieser Saison das Auto auf der Rennstrecke gesehen hat und kommt jetzt zum Museum und sieht das Auto ins Museum, weiß man, wie historisch und wie wichtig der Sieg für Timo und sein Team war, dass dieses Auto in die permanente Dauerausstellung geht. Und umso spannender und umso stolzer macht es uns, dass wir als Partner vom Team das Modellauto zusammen mit XO gemacht haben und nun auch für die Vitrine zu Hause lieferbar haben und man quasi seine eigene Porsche-Kollektion, seine eigene Porsche-Sammlung fortschreiben kann, 1:1 wie im Museum mit den Originalen. Ja, und ich meine, wir haben ja viele Unterstützer, wir haben sehr viele Partner, die das Projekt DTM auch ermöglichen für Team 75. Und da sehen wir diese wunderschönen Modellautos und das ist uns auch wichtig, dass wir für die Fans auch eine Möglichkeit bieten, die Unterstützung unseres Teams dann Ausdruck zu verleihen in Form von Modellautos, in Form von Signaturen dann holen, die Autos auszustellen. Und da haben wir zwei sehr wichtige Partner, einmal die Firma XO mit Jean Perez, der uns da jetzt schon im 3. Jahr unterstützt und auch Christoph Krombach, CK Model Cars. Und das ist einfach eine runde Geschichte. Also der Christoph, der unter anderem bei uns auch Rennen fährt im Porsche Sports Cup, aber auch das DTM-Projekt mit unterstützt. Und ich glaube, da sieht man einfach, wie Partnerschaften Hand in Hand greifen, sodass beide Parteien davon profitieren und beide Portfolio erweitern, ihre Bekanntheit erweitern. Deswegen sind wir sehr stolz auf diese beiden Partnerschaften. Wir freuen uns mit CK-TV ein neues Kapitel bei CK Modellcars einzuschlagen. Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum möchten wir einen neuen Weg gehen, uns mehr digitalisieren, mehr bewegtes Bild unseren Kunden zeigen und deshalb wird es dieses Jahr erstmalig CK-TV geben. Wir haben viele spannende Geschichten, die wir erleben. Es ist nicht nur das Einkaufen von Modellautos, das Online-Setzen von Modellautos und das Verkaufen von Modellautos, sondern es passieren ganz viele Sachen links und rechts von uns. Wir werden tolle Geschichten erzählen können von den Messeveranstaltungen, wie beispielsweise den DTM-Rennwochenenden. Wir werden mit den Fahrern ins Gespräch gehen, wir werden unsere Lieferanten vorstellen, wir werden unsere Produzenten vorstellen. Wir werden bestimmte Modelle vorstellen und auch Storys rund um diese Modelle. Ich freue mich sehr darauf, dass wir das gemeinsam miteinander hier erleben werden.